Du fragst dich, wo die ganzen Spawnpunkte für Autos sind, für Motorräder, für Boote oder vielleicht auch, wo die ganzen Bunker sind, wie die einzelnen Ortschaften heißen, wo du dich gerade befindest. Du willst dich zu einem Ort teleportieren, du willst einem Freund zeigen, wo du gerade bist auf einer Map. Oder du bist Administrator und willst einfach mal eine schöne Map zeichnen, wo deine Safe Zones sind und so weiter und so fort. Ich zeige dir das wo und wie du das machst. Und damit wohl an, liebe Freunde, zum nächsten Scum Guide mit dem Thema Scum Map. Ich habe für euch einmal dieses offizielle Scum Map, die jetzt rausgekommen ist, einmal ein bisschen untersucht und geguckt, was kann man da machen. Und ich werde dir jetzt in den nächsten Schritten zeigen, wie du diese Map benutzt und was du damit alles anstellen kannst. Wenn du jetzt noch kein Abo hier hast, ist das überhaupt kein Problem, denn da unten findest du die Abo mit der entsprechenden Glocke auch noch. Also ich würde mich über ein Abo freuen, ansonsten viel Spaß beim Video. Ja, die Scum Map habe ich unten euch auch in der Videobeschreibung als Link eingetragen. Wenn ihr auf die Schnelle aber nicht unbedingt zu meinem Video kommen wollt, gebt einfach Scum Map bei Google ein, dann findet ihr tatsächlich als erstes genau scum-map.com und klickt dann darauf. Wenn ihr jetzt natürlich wie ich Deutscher seid und nicht auf Englisch das machen wollt, dann könnt ihr hier die Sprache schon einmal ändern. Ansonsten haben wir hier eine kleine Aufteilung. Alles, was von hier bis hier geht, würde ich eher sagen, geht in den Bereich, dass Leute, die einen Server haben oder eine Taktik ausarbeiten wollen und auf einer Map arbeiten wollen, also was malen wollen, was darstellen wollen und so weiter und so fort, die sind genau hier richtig aufgehoben. Da kommen wir aber erst im zweiten Schritt zu, kommen wir im ersten Schritt zu dem, was ich am meisten nutze, beziehungsweise was jeder PvPler, PvEler am meisten interessiert. Und zwar ist das diese Region hier, genau diese 3 Schritte. Und zwar kannst du mit diesem Punkt hier, völlig egal wo du auf der Map bist, mit dem Scrollrad könnt ihr einfach rein und raus scrollen. Ihr könnt natürlich auch hier Plus und Minus benutzen. Mausrad ist, denke ich mal, etwas leichter. Sagen wir jetzt mal, ihr seid ungefähr hier gestorben. Dann könnt ihr da mit diesem Visier könnt ihr da hinklicken und die Position, genau diese Position, wird in euren Zwischenablage kopiert. Sagen wir jetzt mal, ihr macht Einzelspieler oder ihr seid Server-Admin oder sonstiges, wird dieser Befehl genau so dargestellt wie ein Teleportationsbefehl, ne? Also Hashtag Teleport und dann die Koordinaten. Könnt ihr nutzen, wie ihr wollt. Tatsächlich ist das für jemanden, der sich dahin teleportieren will, am besten geeignet, aber ansonsten, wenn ihr jetzt beispielsweise da auch einen Bug hattet und den Admins sagen wollt, wo das ist das hier auf jeden Fall eine sehr gute Hilfe. Wenn ihr euren Standort teilen wollt, dann könnt ihr das genauso da machen und die URL wurde kopiert, genau mit eurer Lokation. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich bin hier und wollt das einem Kollegen schicken, dann wird genau diese Map hier mit dem Kreuz erstellt, die ihr dann eurem Kollegen oder eurer Kollegin da schicken könnt, die dann genau wissen, wo ihr seid. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, das Interessanteste, den Kartenfilter. Dieser Kartenfilter bietet eigentlich alles, was wir brauchen. Hier könnt ihr nämlich einstellen, was ihr sehen wollt. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt alle Gebäude sehen. Ne? Dann werden euch hier alle Gebäude interaktiv aufgezeigt. Werkstätten, Polizeistationen und so weiter und so fort. Und ihr könnt hier tatsächlich auch noch auswählen, wenn ihr nur Tankstellen sucht. So findet ihr eure Tankstelle am schnellsten. Ne? Das ist eigentlich relativ easy. Autogaragen werden hier angezeigt. Ne, da kannst du dann hier in so eine City reingehen, dann siehst du, wie viele Autogaragen da sind. Dafür gibt es dann unter diesen Einstellungen auch noch eine sehr nette Einstellung, die heißt Gruppierung. Wenn ihr Gruppierungen drückt, wir kommen auf die restlichen Punkte gleich, wenn ihr Gruppierungen drückt, könnt ihr alles, was ihr in den Filtern hier seht, ne, die Autogaragen, wird das zusammengefasst. Erst wenn ihr dann rein scrollt, wird sich das auseinanderdehnen, aber dann ist das nicht ganz so überladen und ihr könnt aus der Ferne sehen, wie viel zum Beispiel von euren Dingern, was ihr jetzt sehen wollt. Wo machen wir es mal am cleversten? Ich denke mal unter Fahrzeuge, sowas wie Fahrzeugspawn. Ist, denke ich mal, am interessantesten, wenn ihr das gruppiert habt. Ne? Jetzt seht ihr zum Beispiel, okay, hier sind halt nur 3 Spawns, da lohnt es sich vielleicht nicht so sehr hinzugehen wie hier, wo 15 Spawns sind. Also Gruppierung kann schon sehr, sehr hilfreich sein.
Außerdem durch diese Gruppierung wird euch immer ein Teilbereich hier, blau markiert eben, wird euch ein Teilbereich, guck mal, wenn ihr jetzt noch weiter rausgeht, wird der Bereich da auch noch mit reingezogen. Und das Blaue zeigt euch, welches Einzugsgebiet quasi diese Gruppierung gerade hat. Kannst du hier auch Motorrad, Fahrrad spawnen und so weiter und so fort. Wenn du es natürlich wieder aushaben willst, machst du die Gruppierung aus. Und es sieht so aus. So, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich denke gerade sowas wie Autospawns, Motorradspawns, Bootspawns und sonstiges ist natürlich extrem hilfreich. Wenn ihr natürlich auch Bohrpressen sucht, ne? Einfach auf Bohrpressen gehen. Wie oft hatte man das schon, dass man nicht weiß, wo man als nächstes seine Munition herstellen kann oder nicht? So findet ihr es einfach auf einen Schlag. Oder auch für die Entdecker unter uns die Höhlen. Ne? Die Höhlen kann man auch dann schön besuchen und meistens relativ öde, aber es gibt ja die Leute, die da drauf stehen und deswegen, why not? Was auch sehr interessant ist, sind die Wasserquellen. Diese Wasserquellen, die man sonst selten sieht, zum Beispiel hier, das sind dann halt so natürliche Wasserquellen, so da ist in irgendeiner Bergspalte halt so ein kleiner Hahn, wo es raustropft, ansonsten hier Brunnen etc. pp. Ne? Diese Map könnt ihr halt so variieren, wie ihr wollt, oder wenn hier ihr zum Beispiel mal Nahrung wollt, Wassermelonen, wer will es nicht, oder? Oder eine schöne Weinrebe, ne? In unseren Einzugsgebieten hier, weil eher außerhalb, weil Schneegebiet ist natürlich etwas ungünstig für Wein. So könnt ihr das alles finden. Baumaterial, Kiessäcke, Zementsäcke. Ne, wo findet ihr sie am besten? Machen wir jetzt mal einfach die ganzen anderen Sachen weg. Leider gibt es noch keinen Punkt, wo ihr das wegmachen könnt. Aber so seht ihr, wo ihr Ziegelsteine findet, Kies und Kiessäcke. Sehr, sehr hilfreich. Oder Bunker. Nicht nur Erste Weltkriegsbunker, sondern auch die nicht die normalen Bunker, sondern die Zweite Weltkriegsbunker. Wo sind sie? Hier sind sie. Und das ist ja auch eine offiziell von Scum supportete Map. Also dementsprechend die Daten, die hier sind, die sollten eigentlich auch stimmen. So, man könnte auch noch hier Sehenswürdigkeiten, ne? Könnte man sich alles anzeigen lassen, wie man möchte und mal besuchen. Ansonsten kommen wir zum nächsten Schritt, und zwar den Einstellungen. Hier könnt ihr euch, das ist denke ich mal für RPler auch relativ interessant, könnt ihr euch die Städtenamen und Dörfernamen einblenden lassen, genauso wie die Brückennamen noch. Hier für die KRK-Brücke, für die Dr. Tutman-Brücke und so weiter und so fort. Gruppierung hatten wir ja schon. Die Stromleitung könnt ihr euch noch anzeigen, wen es interessiert. Könnt ihr da mal entlang laufen und seht auch, das sind dann die Wege, die es zurücklegt. Schwebende Koordinaten bedeutet, dass ihr, wenn ihr mit der Hand hier rüber fahrt, die Koordinaten seht. Ich weiß nicht, für wen es wirklich interessant ist, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend. So, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, früher hatte man sich ja gerne mal mit dem Numpad beholfen, das ist jetzt da. Das könnt ihr euch das Raster hinpacken, wie ihr es gerade möchtet. C1, C31, C32, blablabla. Ne? Sehr, sehr hilfreich, dieses Tool. Ansonsten Maßeinheiten, ich denke mal für die Deutschen ist das metrische System natürlich das normale, ne? Wir messen in Metern. Ansonsten könnt ihr hier noch einmal die Optik verändern. Ich weiß nicht, wem genau das hilft, aber auf jeden Fall hier seht ihr dann, wie die Vegetation, wie die Höhenmeter und so weiter, wie es alles aussieht. Ich bin da nicht der große Kartenexperte, aber wem es gefällt, kann das gerne so machen. Kommen wir jetzt zur anderen Abteilung. So, nun gibt es natürlich Situationen, dass du ein gewisses Szenario haben willst, aber gar nicht die Lust hast, hier die ganzen Filter und sowas einzustellen. Dann kannst du hier zum Beispiel unter Kartenliste kannst du raufgehen. Hier sind schon selbst erstellte bzw. erstellte Karten, wo du zum Beispiel Bunker und Killboxen, Zweite Weltkriegsbunker, Jagdlager, Türme und so weiter. Das sind so ein paar vorgefertigte Sachen, die du dir ganz einfach anklicken kannst und zack, ist der Filter für dich eingestellt. Ist mit dem Filter natürlich genauso schnell, aber hier sind einfach ein paar voreingestellte Sachen und du kannst dir eine selbst erstellte Map hier auch abspeichern und da kommen wir genau jetzt zu. Kommen wir noch von vornherein erstmal zum Fadenkreuz und zum Lineal. Mit dem Fadenkreuz kannst du dir ganz einfach einen Bereich
abstecken und der zeigt dir den Maßstab dafür an, in welchem Zoom du dich befindest. Wenn du jetzt näher ranzoomst, sind das 500 Meter, 300 Meter, 100 Meter. So, und dann kannst du dir jetzt dieses Dorf zum Beispiel nehmen und weißt, okay, das ist ungefähr 50 mal 50 Meter groß, das Dorf oder die Behausung, wie auch immer. Und wenn du rausgehst, kannst du das ganz einfach sehen, dass zum Beispiel so ein Quadrant, sagen wir jetzt mal eine Zahl, 2,5 Kilometer groß ist. Leider ist das hier noch ein bisschen, wenn du so weit raus bist, ein bisschen buggy. Du kommst nicht, kannst jetzt zum Beispiel nicht hier bis D0 sagen, ey, ich lasse das jetzt mal genau da stehen, aber es spielt sowieso keine Rolle auf der Entfernung. So bei 1 Kilometer ist noch ein bisschen was anderes. Dafür kannst du ein bisschen einordnen, wie groß der Maßstab hier ist. Und das Lineal, damit kannst du hier einfach mit Klick zu Klick kannst du dir einen Kilometerstand ausberechnen, wenn du jetzt den Weg von da nach da haben willst. Und noch weiter nach hier sind 8,9 Kilometer, 12,6 Kilometer, 22,4 Kilometer. Das ist ein recht hilfreiches Tool. Du kannst es auch ein bisschen granularer machen. Du gehst ein bisschen hier rein und verfolgst zum Beispiel hier diese Straße. Ist ein bisschen unübersichtlich von der Beschriftung jetzt her. Aber wenn du es tatsächlich genau haben willst, dann guckst du hier, okay, es sind jetzt 1,3 Kilometer, die ich da diese Straße entlang laufe. Bumm, Fallera. Und als letztes kommen wir zu dem Punkt, dass du diese Map bemalen kannst. Und zwar ist das dieser Bereich hier, womit du das machen kannst. Dafür musst du dir aber eine eigene Karte erstellen. Das kannst du nur, indem du dich einloggst. Ich mache das einmal, wenn es klappt. So, dann logge ich mich hier ein. Zack. Bin eingeloggt, nenne sie Test, sage erstellen und kann heiter drauf losmalen. Zum Beispiel ist hier jetzt ein Filter an. Den machen wir mal eben aus, die Polizeistation raus hier. Und jetzt sage ich zum Beispiel, oh, hier ist jetzt die Burg König. In der Farbe Rot und mit der Hintergrundfarbe nicht ganz rot. So, zusätzliche Nummer wird über den Marker optional, ne? Kannst du 1 bis 99, machen wir 55. Wuppdiwupp, das ist jetzt Nummer 55, der Ort Burg König. Genau da am Wasser, am besten schon im Wasser. Wenn du darauf klickst, kannst du dir auch genau die Koordinaten kopieren oder das Ding nochmal bearbeiten. So, der nächste ist eine ganz einfache Linie. Du malst Linien. Einfach von A nach B. Du kannst dir das hier so gestalten. Hier zum Beispiel jetzt dieser Bereich ist Tag 1 Sperrgebiet. Ne, ist relativ intuitiv, ist einleuchtend. Die Sachen, die du hier machst, kannst du hier löschen oder speichern. Ich lösche das jetzt einfach mal. Gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist wahrscheinlich eher entscheidend, dass du hier mit Punkt zu Punkt hier eine Strecke absteckst und dann kannst du hier Eingabe speichern sagen. Hörst auf, immer wenn du Rechtsklick machst, kannst du hier die Kopieren des Teleports, Koordinaten oder Teile deinen Standort oder Markierung hinzufügen, zack. Dann machst du hier wieder Test, stellen, zack, da ist der nächste Punkt. Jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist jetzt kannst du dir auswählen, ob du mit X, U oder E halt den Polygon, den du hier machst. Den kannst du jeweils erweitern, dann wird diese Fläche auch einfach ein bisschen abgerundet. Und wenn du dann Q drückst zum Beispiel, löscht du es einfach wieder, ne? Wie bei allen Sachen gibt es Tastenkombis. Und mit E entfernst du den letzten Punkt. Das geht bei dem anderen Tool genauso, aber hier wird einfach noch die Fläche noch mit berechnet. Du musst natürlich darauf achten, wie du deine Linien ziehst, weil alles wird nur innerhalb des Polygons passieren, wie du jetzt gesehen hast. Damit kannst du dir auch ein paar schöne Bereiche abstecken. So, jetzt kommen wir zum nächsten, das ist einfach ein Kreis. Ne? Kannst du hier eine Safe Zone eintragen und hier ist noch eine Safe Zone und so weiter und so fort. Kannst du dir in verschiedenen Farben machen, machst du hier unten links, zack, nächste Safe Zone hier, in Grau, fertig, bums, Fallera. So, und Text kannst du natürlich auch noch einfügen, änderst du hier unten. Hallo Welt, zack, kannst du da hinpacken, Schriftart ändern, alles in Rot hier ist wichtig.
Und egal was du machst, du kannst deine Eingabe immer wieder löschen. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen, wie du diese Map benutzt. Ich finde sie tatsächlich extrem geil. Ich habe sie immer beim Scum-Spielen offen und bin extrem froh darüber, dass es jetzt eine auch valide und dynamische Map gibt, die immer aktuell ist, von den Devs geleitet. Ne? Also finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Du wirst natürlich diese Map da unten in der Beschreibung finden und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten Abo vielleicht nicht vergessen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis dahin, Freunde. Ciao.